Der Blick in den Spiegel offenbart oft den hartnäckigsten Gegner auf dem Weg zu körperlicher Fitness, das Bauchfett. Doch heutzutage betrachten wir dieses sogenannte Viszeralfett in der modernen Stoffwechselmedizin nicht mehr nur als ästhetisches Problem, sondern als ein hochaktives, entzündungsförderndes hormonelles Gewebe, das sich tief um deine inneren Organe legt. Um diesen hartnäckigen Fettspeicher extrem schnell aufzubrechen, reicht es nicht aus, einfach nur weniger zu essen oder stundenlang auf dem Laufband zu schwitzen. Man muss die biochemische Sprache des Körpers sprechen und gezielte hormonelle Reize setzen. Nummer 1: Die Entleerung der Glykogenspeicher. Der schnellste Weg, die Fettverbrennung in der Bauchregion zu zünden, führt über das strategische Steuern deines Insulinspiegels. Solange das Speicherhormon Insulin nach einer Mahlzeit im Blut zirkuliert, ist die Fettverbrennung biochemisch komplett blockiert. Durch ein intermittierendes Fastenfenster zwingst du deinen Körper dazu, über viele Stunden ohne Nahrung auszukommen. Nach etwa 12 Stunden sind die Glykogenspeicher in deiner Leber weitgehend leer. Da dem Organismus keine Glucose mehr zur Verfügung steht, muss das Gehirn ein hormonelles Notsignal aussenden. Die Ausschüttung von Glucagon und Wachstumshormon steigt rasant an, wodurch die Fettzellen am Bauch aufgebrochen und die darin gefangenen Fettsäuren zur Energiegewinnung mobilisiert werden. Nummer 2: Hochintensives Intervalltraining. Stundenlanges moderates Cardiotraining ist denkbar ungeeignet, um viszerales Fett im Eiltempo zu vernichten. Bauchfett besitzt im Vergleich zum Unterhautfettgewebe eine extrem hohe Dichte an sogenannten Beta-3-Adrenorezeptoren. Diese Rezeptoren reagieren hochsensibel auf die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Ein hochintensives Intervalltraining, beispielsweise 30 Sekunden maximaler Sprint, gefolgt von 60 Sekunden Pause, jagt deinen Puls in die Höhe und löst ein echtes Katecholamingewitter aus. Die Hormone docken direkt an den Fettzellen deines Bauches an und zwingen sie zur sofortigen Freigabe ihrer Energiereserven. Zudem profitierst du vom Nachbrenneffekt. Dein Stoffwechsel läuft nach dem Training für bis zu 24 Stunden auf Hochtouren, um die Sauerstoffschuld des Gewebes auszugleichen. Nummer 3: Sättigung und Stoffwechselboost. Um den Fettabbau am Bauch maximal zu beschleunigen, muss die Makronährstoffverteilung deiner Nahrung radikal angepasst werden. Eine drastische Erhöhung der Proteinzufuhr nutzt den Effekt der thermogenen Proteinkatalyse. Dein Körper benötigt für die Aufspaltung und Verwertung von Protein bis zu 30% der darin enthaltenen Energie direkt wieder als Wärmeenergie. Das bedeutet, wenn du 100 Kalorien aus reinem Eiweiß isst, kommen netto nur etwa 70 Kalorien in deinen Zellen an. Gleichzeitig stimulieren Aminosäuren die Ausschüttung von Sättigungshormonen im Darm. Dies stabilisiert deine Blutzuckerkurve, verhindert Heißhungerattacken und schützt deine Muskelmasse davor, während des rapiden Fettabbaus als Notbrennstoff missbraucht zu werden. Und Nummer 4: Das Cortisolmanagement. Ein oft übersehener Saboteur beim Kampf gegen das Bauchfett ist das Stresshormon Cortisol. Chronischer Schlafmangel und anhaltender Alltagsstress führen zu einem permanent erhöhten Cortisolspiegel im Blut. Da viszerales Fettgewebe weitaus mehr Cortisolrezeptoren besitzt als jede andere Fettregion deines Körpers, wirkt dieses Hormon wie ein Magnet, der Fetttröpfchen gezielt in die Bauchregion schleust und dort fixiert. Um diese biochemische Einlagerungsroute extrem schnell zu blockieren, ist ein konsequentes Stress- und Schlafmanagement unumgänglich. Mindestens 7 Stunden ununterbrochener Tiefschlaf pro Nacht senken den Cortisolspiegel drastisch und geben deinem Körper die hormonelle Freigabe, die hartnäckigen Fettreserven an der Taille endlich abzubauen. Möchtest du jetzt noch wissen, was das stärkste Getränk ist, um Bauchfett zu entfernen? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.